Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es tut mir leid, dass ich euch nicht diesen wunderschönen Gefängnislook wie im Sommer bieten kann. Aber es ist draußen viel zu kalt, um da irgendetwas aufzunehmen. Also nehme ich das drinnen auf. Aber naja, somit ist der Ton auch ein bisschen besser. Ja, Leute, und ich muss zugeben, ihr erwischt mich zwischen einem Familienabendessen und einem Familienmittagessen. Das bedeutet, auch dieses Video werde ich heute etwas kürzer machen als gewohnt. Keine Sorge, bald kommt wieder der Alltag. Da kriegt ihr eure ausführlichen Videos rund um Real Madrid. Aber es gibt Themen, die brennen mir unter den Fingernägeln, die möchte ich mit euch besprechen. Thema Nummer 1. Das Trikot von Real Madrid für die nächste Saison ist geleakt worden. Und ich bin ehrlich, so sehr ich die Trikotsätze von dieser Saison feiere, so wenig gefällt mir das neue Trikot. Wir schauen es uns gleich zusammen an und ihr könnt mir eure Meinung dazu geben. Dann möchte ich ein Thema besprechen, eins der ersten Themen, dem ich fast mich ein bisschen widersetzt habe auf diesem Kanal, wenn man so die Kommentare unter den letzten Videos sieht. Aber da werde ich auch meine Meinung zu geben, denn ist Jude Bellingham schuld an der Situation von Real Madrid? Ist er gleichzeitig auch schuld am Downfall von Arda Güler? Meine Meinung dazu, der Artikel, unter den ich etliche Male verlinkt wurde, den schauen wir uns zusammen an. Und zu guter Letzt gibt es auch neue Informationen zu Nico Paz, dem nächsten offensiven Mittelfeldspieler. Also absolut verrückt, aber es wird ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wie ihr seht, mein neues Arda-T-Shirt ist da, aber auch die Es ist Spieltag, Käppi. Also, wie ihr seht, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, wenn ihr Arda unterstützen wollt, so geile Klamotten haben wollt, geht auf den Merch-Shop. Der ist unter diesem Video verlinkt. Und ich muss sagen, ich bin mit der Qualität, ganz ehrlich, und auch mit der Druck, mit allem sehr zufrieden. Also viel Spaß beim Einkauf. Ja, aber kommen wir jetzt zu Real Madrid. Darum sind wir alle hier. Und werden wir schon mal bei neuer Merch sind, passt hier irgendwie auch, wurde die neue Merch von Real Madrid geleakt. Wie ihr seht, offiziell auch im AS haben die diese Fotos gedruckt. Also das soll das neue Trikot von Real Madrid in der Saison 26/27 werden. Mit rosa und grün. Und ich frage mich irgendwie, was haben diese beiden Farben mit der Geschichte von Real Madrid zu tun? Also sehr viel Merch und dazu meiner Meinung nach noch wirklich hässlich. Also das ist meine persönliche Meinung. Gott sei Dank sind Geschmäcker unterschiedlich, sonst würden wir alle immer nur das gleiche essen oder die gleichen Menschen attraktiv finden, die gleiche Musik hören, die gleichen Filme schauen. Ich finde es sehr wichtig und sehr schön, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Ja, meinen Geschmack trifft dieses Trikot nicht. Vielleicht ist das ein gutes Omen, denn diese Saison haben wir meiner Meinung nach 3 der schönsten Trikots, die wir seit in den letzten 10, 20 Jahren hatten, und umso erfolgloser spielen wir gerade Fußball. Vielleicht brauchen wir hässliche Trikots, um schönen Fußball zu spielen, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, für mich ist das Trikot nicht schön. Bin ich aber gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr euch dieses neue Trikot holen würdet oder nicht. Ja, das ist der erste Punkt und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wer soll dieses Trikot tragen? Ja, am liebsten Jude Bellingham und Arda Güler zusammen. Das wird mich freuen und das seht ihr auch in jeder Woche, in jeder Aufstellung, die ich mache. Da möchte ich nämlich ein bisschen auf die Kommentare eingehen. Einige von euch haben mich da gebeten. Wir sind hier, oder ich meine der größte Teil, meine Wenigkeit zumindest, weil ich ein riesen Real Madrid-Fan bin. Und mir geht es immer um den Erfolg von Real Madrid. Und wenn ich persönlich Spieler sehr mag, wie ein Arda Güler, gebe ich gerne zu, wie ein Eduardo Camavinga, wie ein Kylian Mbappé, es gibt einige Spieler, die ich sehr mag, Thibaut Courtois etc.,
Nur wenn man einen Spieler mag, muss man ja nicht gleichzeitig einen anderen Spieler dafür schlecht machen. Das stärkt ja nicht die Position des eigenen Spielers. Vor allem, wenn wir über Spieler reden, der Qualität wie von einem Jude Bellingham oder einem Arda Güler. In Spanien gibt es ein Sprichwort, Genies verstehen sich. Also wenn zwei Genies sich auf dem Platz finden, dann ist es im Endeffekt das Beste für die Mannschaft. Und für mich ist Arda Güler ein Fußballgenie. Aber Jude Bellingham mindestens genauso. Jude Bellingham ist in ein Real Madrid gekommen, was gerade ihren Ballon d'Or verloren hat. Karim Benzema. Jude Bellingham ist an eine Mannschaft gekommen, die keinen Ersatzstürmer für Karim Benzema geholt hat. Und dieser Junge mit 19 Jahren packt sich Real Madrid, hebt die Last auf seinen Rücken und schießt Real Madrid zur Meisterschaft. Und fast zur Champions League, holt sich fast den Ballon d'Or. Also Jude Bellingham hat eine unglaubliche Leistung gebracht, hat eine unendliche Qualität, ist für mich wahrscheinlich der beste Box-to-Box-Player der Welt. Ja, und Arda Güler, ja, ist für mich die Zukunft im zentralen Mittelfeld, ist der Spieler, um den Real Madrid drumherum aufgebaut werden sollte, der ist die Definition von Fußball für mich. Dieses schnelle Schalten, dieses Wissen, wo muss ich wann stehen, wie muss ich mich vom Ball lösen, wie muss ich mich zur Situation stellen, die Situation vorher erkennen. Und der Junge ist 20. Ich kann mich an kaum einen Mittelfeldspieler erinnern, der mit 20 schon so weit im Kopf war wie Arda Güler. Der Junge ist unbezahlbar. Ja, aber viele, auch in den Kommentaren lese ich es immer wieder, weil sie Arda Güler unterstützen wollen, müssen sie Jude Bellingham schlecht reden. Oder weil sie Jude Bellingham unterstützen wollen oder was auch immer, müssen sie Arda Güler schlecht reden, etc. Nein, Leute, die Lösung von Real Madrid muss es sein, dass es für beide eine Position in der ersten Elf gibt. Denn das ist das Beste für den Madridismo, das Beste für Real Madrid. Trotz alledem gibt es einen Artikel, unter den ich etliche Male verlinkt worden bin. Und den möchte ich mir mit euch zusammen einmal durchlesen. Ja, und dieser Artikel ist von gazettefootball.de tatsächlich auf Deutsch. Ich brauchte ausnahmsweise mal nichts übersetzen. Und da heißt es, spanische Debatte bei Real Madrid, warum die Bellingham-Rückkehr die Statistiken kippt und Arda Güler plötzlich leidet. In Spanien sorgt eine auffällige Zahlenreihe bei Real Madrid für Diskussionen. Und im Zentrum steht ausgerechnet Jude Bellingham. Der Engländer verpasste zu Saisonbeginn verletzungsbedingt mehrere Partien. Und ausgerechnet in dieser Phase blieb Real makellos. Auch in den Spielen, in denen Bellingham zunächst nur von der Bank kam und Minuten sammelte, hielt die Siegesserie an. Seit seiner Rückkehr in die Startelf aber häufen sich die Punktverluste. Und die spanische Presse fragt sich, wie das zusammenpasst. Es ist schwer zu verstehen. Spaniens Blick auf Bellinghams Realgeschichte. In Berichten wird Bellinghams Verlauf bei Real Madrid als ungewöhnlich beschrieben. Jude Bellinghams Geschichte bei Real Madrid bis heute schwer zu verstehen, heißt es sinngemäß. Er sei als kompletter Mittelfeldspieler gekommen, habe sich in den ersten Monaten wie eine natürliche Tormaschine präsentiert und sogar um den Ballon d'Or gekämpft. Später aber sei er fast völlig in Misskredit geraten. Die Kritik zieht dabei auf eine Rolle, die nicht mehr klar greifbar ist. Ein Spieler, der seine Position auf dem Platz nicht finde und nur noch punktuell starke Momente haben. Ja, und das ist auch ein Punkt, den ich schon oftmals erwähnt habe. Als ein Jude Bellingham bei Real Madrid helfen musste in seinen ersten Monaten, brauchte Real Madrid Tore. Wir hatten keine richtigen Torgaranten mehr. Ja, und der hat sich in dieser Rolle so wohl gefühlt. Ich glaube, Tore schießen, was heißt ich glaube, ich habe selber die Erfahrung in meinem Leben gemacht, ich war lange Stürmer, ist eine Sucht. Wenn du einmal den Geschmack daran gefunden hast, Tore zu machen, ist es unglaublich schwer, ja, davon wieder wegzukommen. Aber Real Madrid hat diesen Tormangel nicht mehr. Wir haben einen Kylian Mbappé, der die 60 Tore im Jahr schießt, wie wir sehen. Wir brauchen keinen Ersatzneuner mehr. Wir brauchen den Jude Bellingham wieder zurück, der den ganzen Platz dominiert, von 16er zu 16er. Und das ist halt unglaublich schwer für Jude, diese neue Rolle zu akzeptieren. Dieses, ich brauche nicht mehr jeden Angriff im 16er sein.
ich helfe der Mannschaft viel mehr, wenn ich im Spielaufbau unterstützend zur Hand gehe. Ich muss nicht immer der Abnehmer von jeder letzten Ballsituation sein, von jeder Flanke sein etc. Und ich glaube, ja, dass Jude Bellingham so ein bisschen zu viel Geschmack am Tore schießt. Ja, lesen wir mal weiter. Besonders brisant ist die Gegenüberstellung der Ergebnisse. Es wird betont, dass Real Madrid 5 Spiele ohne Bellingham bestritten und alle 5 gewonnen habe. Auch in den 6 Partien, in denen er nur wenige Minuten von der Bank bekam, habe Real Madrid ebenfalls jedes Mal gewonnen. Auffällig sei hingegen die Bilanz, sobald Bellingham in der Startelf stehe. In insgesamt 14 Einsätzen kommt Real auf 7 Siege, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Die zugespitzte Folgerung in den Berichten: Real gewinne ohne ihn oder bei Kurzeinsätzen zuverlässig, aber nur 50% der Spiele endeten mit einem Sieg, wenn Bellingham von Beginn an spiele. Ja, und da zitiere ich den wahrscheinlich größten Fußballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo: Zahlen lügen nicht. Diese Zahlen stimmen. Und ich habe auch immer wieder was gesagt, und zwar: Xabi Alonso hatte etwas, das funktioniert hat. Nicht nur bei der Club-WM, sondern besonders am Anfang der Saison. Wir haben da unter anderem natürlich dieses Duo Arda Güler mit Kylian Mbappé zaubern sehen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben immer eine Lösung gefunden, haben für Torgefahr ohne Ende gesorgt. Auch andersrum. Ich erinnere mich an Tore, die Arda gemacht hat, die Mbappé vorbereitet hat. Und Real Madrid hat funktioniert. Real Madrid hatte das gemacht, was ein Xabi Alonso versprochen hat. Von Woche zu Woche hat sich die Mannschaft gesteigert. Ja, und man muss auch zugeben, dass seit Jude Bellingham zurück ist. Und Jude Bellingham ist zu gut für die Bank. Natürlich spielt er. Aber ja, seit Xabi Alonso ihn so ein bisschen wieder in diese Zehnerrolle gesteckt hat und Arda Güler weg, seitdem ist Real Madrid ein bisschen verloren. Das sehen wir alle. Die unglaubliche Beziehung zwischen Kylian Mbappé und Arda ist ins Bröckeln geraten, weil sie nicht mehr zusammenspielen. Bellingham kann nicht mehr so ganz als Tormaschine glänzen, weil das muss er nicht mehr sein. Wie gesagt, Kylian Mbappé macht die Tore. In Arda Güler kann nicht mehr als Zehner glänzen, weil er hinten den Spielaufbau übernehmen muss, weil Xabi Alonso denkt, er hat den sichersten Fuß bei uns in der Mannschaft. Also da muss ich dem Artikel zustimmen. Lesen wir mal weiter. In der spanischen Betrachtung bleibt es nicht bei Bellingham alleine. Im Zuge seiner Rückkehr wird beschrieben, dass auch Arda Güler aus der Position gezogen worden sei, in der er glänzen konnte. Der Zusammenhang wird anhand eines konkreten Szenarios zugespitzt. Nach Bellinghams Rückkehr, inklusive Startelf-Einsatz, nach Schulteroperation und wenigen Minuten in vorherigen Spielen, habe eine Entscheidung von Xabi Alonso Arda Güler von seiner stärksten Rolle entfernt. Diese Verschiebung sei, so die Formulierung, von Zeit zu Zeit zu einer Katastrophe geworden. Mit dem Hinweis auf eine deutliche Niederlage gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid, bei der Diego Simeones Team mit 5:2 das Derby gewonnen habe. Ja, das ist ja mehr oder weniger, was ich gerade schon gesagt hatte. In den Berichten wird zudem erklärt, warum Bellingham dem Team nicht die gewünschte Struktur gebe. Demnach sei er keine dominante Kraft im Mittelfeld geworden. Seine Sicht sei immer auf den Strafraum gerichtet, wo es sogar zu Reibungen komme. Etwa, weil er häufig ähnliche Räume wie Kylian Mbappé besetze. Außerdem wird betont, dass er viele Bälle schlage und viele Kontakte habe, was ihn daran hindere, die beste Option zu finden. Das Ergebnis dieser Bewertung: Real Madrid fehlt dadurch genau die Organisation, die das Team so sehr braucht. Ja, und das stimmt. Ein Jude Bellingham, ich sag das immer wieder, auch in Spielen, wo er manchmal auffällt und ein Arda und Tchouaméni nicht. Ein Jude Bellingham ist halt ein Spielertyp, der sich den Ball schnappt, Körper zwischen sich und den Gegner stellt und erstmal 3-4 Meter mit dem Ball geht, auch mal gerne den Gegenspieler stehen lässt. Ein Arda Güler ist ein ganz anderer Fußballer. Ein Arda Güler lässt die Mannschaft spielen mit dem Ball. Der Ball ist schneller als jeder Spieler, so hat man mir das schon als kleiner Junge beigebracht und so ist das auch wirklich. Ja, und ein Arda Güler, der Unterschied zwischen Bellingham spielt mit dem Ball,
Ein Arda Güler lässt spielen. Ein Arda Güler macht die Mannschaft um sich herum stärker mit sicheren kleinen Ballkontakten. Ein bisschen wie ein Toni Kroos das gemacht hat. Ein Toni Kroos ist auch ganz, ganz selten, wo der mal mit dem Ball durch 3 Leute durchmarschiert. Das passiert im Laufe des Fußballlebens immer mehr. Aber Toni Kroos ist eher der Taktgeber, der die Mannschaft, spielen lässt. Und das ist auch eher ein Arda Güler. Dadurch ist der Spielaufbau flüssiger. Das ganze Konstrukt bewegt sich ein bisschen freier. Ja, und kommen wir zum Schluss des Artikels. Am Ende läuft die Debatte in Spanien auf einen Kernpunkt hinaus. Bellinghams Rückkehr und der gleichzeitige Formverlust von Arda Güler werden als zeitlich deckungsgleich beschrieben und damit als Alarmzeichen für die Balance im Team. Die Konsequenz aus dieser Lesart ist klar. Bei Real Madrid werde es immer dringlicher, eine Lösung für ein Problem zu finden, das vor 2 Jahren niemand hätte vorhersagen können. Ja, das ist in der Tat so. Ja, und im Großen und Ganzen gebe ich dem Artikel recht. Es ist so, Zahlen lügen nicht mehr. Madrid spielt nicht mehr den Fußball vom Anfang der Saison. Trotzdem glaube ich, es ist zu einfach, die ganze Schuld auf Jude Bellingham zu schieben und darauf, dass Arda Güler weiter hinten spielt. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat noch nicht das Konzept, den Weg gefunden, den es finden muss. Und da muss sich ein Xabi Alonso in die Pflicht nehmen. Ein Xabi Alonso, ein Real Madrid, hat ihm das Werkzeug gegeben. Ich finde, er hat deutlich besseres Werkzeug als bei Bayer Leverkusen. Aber er muss sich halt trauen, dieses Werkzeug auch zu nutzen. Und wenn es bedeutet, hör mal, für die Mannschaft ist es nun mal besser, wenn ein Arda in der Nähe von Kylian Mbappé spielt, dann ist das so. Wenn ein Bellingham dann auf Tore verzichten muss und eher im Spielaufbau gebraucht wird, dann ist das so. Wenn ein Bellingham vielleicht mal auf der 9 spielen muss, weil er eine Tormaschine ist und ein Kylian Mbappé dafür mal auf links oder rechts, kann man auch mal probieren. Wie gesagt, ich bin nicht Xabi Alonso, aber ich finde, die Diskussion sollte nicht heißen, also ein Hinblick auch auf die Kommentare, Bellingham oder Arda Güler oder ich muss Bellingham jetzt schlecht machen. Wie gesagt, hört bitte auf damit. Nein, es muss eine Lösung für beide geben. Dafür sind beide viel zu stark. Ja, und bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine neue Information um einen anderen offensiven Mittelfeldspieler, als wenn Xabi Alonso damit nicht schon genug Sorgen hätte. Denn Nico Paz zerschießt die italienische Liga, Fabrizio Romano, AS etc. Alle sagen, die erste Verpflichtung von Real Madrid 26-27 ist der Argentinier Nico Paz, der kommt für 9 Millionen zurück. Das steht unter Dach und Fach. Aber José Félix Díaz hat eine interessante Information, meiner Meinung nach, mit uns geteilt. Hören wir uns die zusammen einmal an. Gut, dann sprechen wir mal wieder über Nico Paz. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Warum? Weil der Argentinier, nun ja der spanische Argentinier oder der argentinische Nationalspieler bei Como weiterhin glänzt. Also erzählen wir mal ein bisschen, wie seine Situation aussieht. Er hat einen unterschriebenen Vertrag mit Real Madrid. Real Madrid schließt mit jedem Spieler, den sie mit Rückkaufoption verkaufen, vor diesem Verkauf einen Vertrag ab. Und im Fall von Nico Paz ist das keine Ausnahme. Er hat ihn, also was bedeutet das? Sobald Real Madrid beschließt, ihn zurückzuholen, sei es im nächsten Sommer oder im darauffolgenden, wofür sie eine Option haben, können sie ihn zurückholen. Warum? Weil sie eine Vereinbarung mit dem Spieler haben. Offensichtlich kam diese Vereinbarung vor dem internationalen Durchbruch des Spielers zustande, also wird sie wahrscheinlich geändert. Aber Real Madrid hat seine Rückkehr gesichert, solange sie es wünschen. Und natürlich nicht gegen den Willen des Spielers, was nicht passieren wird, denn der Spieler will bei Real Madrid spielen, aber wahrscheinlich nicht jetzt, an Weihnachten sicher nicht, sondern im nächsten Sommer. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie ihn auch im Sommer 27 zurückholen könnten. Aber das Wichtigste ist, er hat einen unterschriebenen, gültigen Vertrag mit Real Madrid. Ja, und nach all den Jahren lerne ich noch etwas Neues dazu. Und zwar wusste ich gar nicht, dass Real Madrid mit jedem einzelnen Leihspieler schon mal einen Vertrag unterzeichnet, falls die Leihe so funktioniert, dass der Spieler zurückkommt. Und Nico Paz hat bereits einen unterschriebenen Vertrag mit Real Madrid. Was natürlich, ich meine, Verhandlungen gibt es eh nicht. Real Madrid sagt, wir wollen dich zurück. Nico Paz sagt vor jede Kamera, mein Wunsch ist es, irgendwann bei Real Madrid zu triumphieren. Aber im Laufe der Jahre kommt vielleicht irgendwann die Situation, wo man sich auf so einen unterschriebenen Vertrag mal ein bisschen strenger beziehen müsste. Also die Information wollte ich mit euch teilen.
allen Parteien ist klar, Nico Paz wird zurück zu Real Madrid kommen. Nico Paz möchte das. Real Madrid hat die Entscheidung schon getroffen. Und Nico Paz und Real Madrid haben schon einen unterschriebenen Vertrag, der wahrscheinlich aber angepasst wird, vor allem nach den Leistungen, die Nico zurzeit in Italien liefert und hoffentlich auch bei der WM liefert wird. Ja, die neue Information wollte ich mit euch teilen und auch da hinziehend meine Frage: Wie würdet ihr das Problem lösen mit Bellingham, mit Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga und einem Nico Paz, wenn der auch noch kommen sollte? Ich bin wirklich gespannt. Ich möchte, es ist Weihnachtszeit, Positivität auch bitte in den Kommentaren. Also lasst mir eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, lasst ein Follow da. Also danke nochmal an die ganzen Follows in den letzten Monaten. Ihr seid der Wahnsinn. Wir sind auf dem Sprint zu den 20.000. Vielen Dank dafür und ich würde vorschlagen, wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Bis dahin. À la Marie!